Frau Konrad, Sie hatten im Alter von 21 Jahren eine eindrückliche außerkörperliche Erfahrung. Wie haben Sie das erlebt? Es war an einem Wochenende. Ich war müde. Ich legte mich auf mein Bett, auf meinen Bauch und der Vater meiner Kinder hat ferngesehen. Ich habe alles gehört. Ich bin nicht eingeschlafen, aber ich hatte plötzlich einen Lärm in meinem linken Ohr. Es war ein sehr starker Lärm und sehr unangenehm. Und dann hat es mich aus meinem irdischen Körper hinausgezogen. Ich konnte nichts dagegen tun. Dann bin ich aus meinem Körper gegangen. Dann habe ich mich von außen liegen gesehen. Und ich fragte mich, was ist da los? Das ist doch nicht möglich. Ich habe mich auf dem Bett gesehen, dann habe ich mich gedreht und ich habe Philipp gesehen. Ich habe gesehen, was er im Fernsehen geschaut hat. Ich war auf der Höhe von etwa 2 bis 3 Metern und nachher habe ich geradeaus geschaut. Und dann habe ich gesehen, dass alles schwarz war. Das Universum, nichts war da. Es war alles schwarz und ich hatte große Angst. Ich fragte mich, was ist das? Ich habe sowas noch nie erlebt. Und dann habe ich mir zu mir gesagt, vielleicht muss ich mich umdrehen und sehe dann was anderes. Und dann habe ich mich umgedreht und ich habe wieder dieses Schwarze gesehen. Und da auf der rechten Seite kam plötzlich ein Licht. Etwas war offen. Mein Deutsch ist halt nicht so gut, aber ich versuche zu beschreiben. Es war wie ein schwarzer Tunnel und am Ende öffnete sich ein Licht. Und ich ging durch diesen Tunnel. Und da standen 3 Seelen. Hinten war das Licht und vorne habe ich 3 Seelen gesehen. Ich habe gewusst, dass in der Mitte meine Großmutter war. Ich habe es wirklich gefühlt. Und die beiden anderen haben so gewinkt. Ich wollte zu ihnen gehen. Ich habe wirklich die Liebe gefühlt. Es war voller Liebe. Es war so ein gutes Gefühl. Ich wollte zu diesen 3 Seelen gehen und sie haben mir gesagt, nicht in Worten, sondern mit Gedanken, nein, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst wieder zurück. Aber ich wusste nicht, wie ich zurückgehen soll. Wie soll ich das tun? Und ich habe gewusst, ich kann nicht weitergehen. Dann habe ich gesagt, okay, dann drehe ich mich wieder um. Und dann sah ich wieder dieses Schwarz. Ich hatte wirklich Angst. Und dann habe ich mich auf mein Bett gesehen. Ich überlegte, wie soll ich nun wieder zurück in den Körper? Ich schaffe das nicht. Und dann habe ich mich wirklich sehr konzentriert. Und dann bin ich in meinen kleinen Finger. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es gibt keine Worte dafür, aber ich bin wieder in meinen Körper durch den kleinen Finger richtig hineingezwängt. Es war nicht angenehm. Es war fast schmerzhaft. Und dann war ich in meinem Körper. Es war sehr beengend. Und ich habe mich sehr schwer gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie 2000 Kilo schwer. Es war kein gutes Gefühl. Nach ein paar Minuten ging ich zum Vater meiner Kinder und habe ihm erzählt, was ich alles erlebt habe. Ich habe gesehen, was du im Fernsehen geschaut hast. Ich sah mich auf dem Bett liegen. Ich habe alles erzählt und er hat mir alles geglaubt. Ja, es war sehr außergewöhnlich für mich. Vor dieser Erfahrung hatte ich immer Angst vor dem Tod. Und nach dieser Erfahrung hatte ich keine Angst mehr. Ich weiß, dass es danach etwas gibt, das voller Liebe ist. Ich habe gefühlt, das ist göttlich. Ich habe keine Worte dafür. Leider ist mein Deutsch ungenügend, um das auszudrücken.
Es war wie ein Diamant. Es war wunderschön. Vor 4 Jahren hatten Sie eine weitere besonders eindrückliche außerkörperliche Erfahrung, bei der Sie eine Person getroffen haben. Wie kam das? Die Erfahrung war für mich auch sehr, sehr besonders. Ich war auf dem Sofa. Ich lag da und ich habe Fernsehen geschaut. Es passiert mir offenbar immer vor dem Fernseher. Und dann bin ich aus meinem Körper gegangen, über sozusagen aus dem Kopf hinausgegangen. Und da bin ich. Es war wie in einem großen, es war wie in einem Tunnel. Es war ein großer, grauer Tunnel. Wirklich sehr, sehr groß, sehr hoch und breit. Und da war ich alleine und ich habe mich dann nicht sehr gut gefühlt. Es war etwas eigenartig. Ja, also ich war etwas ängstlich. Und da bin ich etwas, ich war wirklich außerhalb meines Körpers, aber ich habe einen Körper gehabt, aber ich weiß nicht von welcher Art. Ich bin nicht gelaufen. Ich bin, wie sagt man das? Ähm, ich bin, ich Geschwebt. bin, ja, geschwebt und dann ist, dann ist aus einem schwarzen Korridor aus der rechten Seite ein Mann gekommen. Ein Mann mit einem grauen Pullover, mit einer Kapuze. Dann ist er zu mir gekommen und ich bekam Angst. Und ich sagte mir, oh, was mache ich jetzt? Und ich konnte nicht weggehen. Ich bin da vor ihm gestanden. Er kam zu mir und wir haben uns in die Augen geschaut. Ich habe sein Gesicht gesehen. Er war ganz bleich und weiß. Er sah sehr traurig aus und er tat mir leid. Er war etwa 25 Jahre alt. Dann, dann habe ich instinktiv in seine Seele geblickt, in seine Augen, um zu erfahren, ob er lieb ist oder nicht. Und ich habe bemerkt, dass er sehr zart und lieb ist. Und dann sprach er zu mir auf Englisch und er hat mich gefragt, ist es das erste Mal, dass du jemanden wie mich siehst? Is it the first time that you see someone like me? Und ich sagte, ja, ja, yes. Und dann sagt er zu mir, willst du mit mir checken? So Fistbump checken? Und ich sagte, okay, ja, okay. Dann haben wir gecheckt und er hatte keinen Körper. Und meine Hand ist quasi durch ihn hindurch. Es war sonderbar. Und ich sagte, wow, was ist das? Und, und dann, und dann war die Erscheinung weg und ich war wieder zurück in meinem Körper. Frau Konrad, haben Sie eine Erklärung, was dieser Mann von Ihnen wollte oder wieso, dass Sie diese Begegnung hatten? Also was ich fühle, dass ich in einer Zwischenwelt gewesen bin. Ich habe gewusst, dass er tot ist. Aber er war nicht im Frieden. Und er tat mir so leid. Und er hat nicht gewusst, wohin er gehen sollte. Und er war, wie sagt man? Er war verloren. Ja, er verloren. Und ich hoffe, dass ich ihm vielleicht etwas Licht und etwas Liebe geben konnte. Wie haben diese Erlebnisse Ihr Weltbild beeinflusst? Sehr wichtig auf dieser Erde ist, Liebe zu geben, Verständnis zu haben. Ich weiß, dass ich da auf dieser Erde eine Erfahrung zu machen habe. Ich weiß nicht was genau, aber die Liebe ist im Mittelpunkt.
Das ist sicher. Und ich weiß, dass ich danach nach Hause gehen werde. Und ich weiß auch, es ist wichtig und dass ich vorsichtig sein muss, was ich da auf der Erde alles tue. Also glauben Sie an ein Leben nach dem Tode. Ja, sicher. Ich habe Gott gesagt, ich will nicht mehr auf die Erde zurückkommen. Ich will dann dort bleiben. Das ist die Heimat. Und wirklich, das ist das letzte Mal, dass ich auf dieser Erde gewesen bin. Frau Konrad, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke vielmals.